Die Fußball-Weltmeisterschaft. Als Putin-Spiele wurde sie oft in den Medien verspottet. Die ganze Veranstaltung wäre quasi Putins Propagandaplattform und es herrsche geradezu kalter Krieg bei der WM. Es gab die Sorge, Putin würde die WM ausnutzen, um von politischen Problemen abzulenken. Ein riesiger Marketingtrick gewissermaßen. Jetzt, wo der Ball rollt, wie gut hat es bisher funktioniert, Russland nur von seiner besten Seite zu zeigen? Die WM in Russland ist ein globales Mega-Event und gerade auch für Präsident Putin enorm wichtig. Also alles soll ohne Probleme über die Bühne gehen und gerade beim wichtigen Thema Sicherheit muss man auch wirklich mal den Hut ziehen. Hunderttausende Polizisten, Soldaten und Nationalgardisten sind im Einsatz, sogar Kriegsschiffe werden mobilisiert. Also Warnung an alle, wenn euer Team ein Spiel verliert und ihr danach wütend in der Innenstadt die Sau rauslasst, macht euch gefasst, die russische Marine kriegt euch überall. Unruhestifter haben keine Chance und die WM in Russland ist sogar so sicher, dass Topgefährder, wie zum Beispiel der deutsche Enthüllungsjournalist Hajo Seppelt, gar nicht erst ins Land kommen. Die tickende Zeitbombe und Hochrisikoperson Hajo Seppelt nämlich hat sich in der Vergangenheit erdreistet aufzudecken, dass im russischen Sport Doping vertuscht wurde und russische Athleten beispielsweise bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi massiv betrogen haben. Es folgten endlose Überprüfungen und die Beweise waren am Ende so erdrückend, dass Russland selbst systematische Manipulationen eingestehen musste. Schön, dass sie es zugeben, aber ihre Reaktion darauf? Russland entzog Hajo Seppelt das Visum für die Fußball-WM. Den Mann, der den Dopingskandal ans Licht gebracht hatte, wollte man offenbar nicht in der Nähe haben, denn auch der WM-Kader Russlands steht unter erdrückendem Dopingverdacht. Erst nachdem Merkel persönlich, das muss man sich mal vorstellen, von Russland ein Visum für Seppelt forderte, erst dann bekam er dann irgendwie doch eins. Allerdings wurde er kurz darauf auch schon vom Berliner Landeskriminalamt, vom Bundeskriminalamt, vom Auswärtigen Amt und von den deutschen Geheimdiensten insgesamt davor gewarnt, auch tatsächlich in Russland einzureisen. Denn wie man mit Kritikern in Russland umgeht, das weiß man immerhin. Er verfolgt das Ganze dann doch lieber von zu Hause aus und sein Sitz im Stadion bleibt leer, wobei das mit den leeren Sitzen auch so eine Sache ist bei dieser WM. Solche Bilder mit freien Sitzen sieht man bei Weltmeisterschaften nicht gerne und manchmal sind in Russland wirklich ganz schön viele Plätze leer. Dabei hatte man in den Stadien teilweise extra zusätzlich Plätze einbauen lassen, weil man mit mehr Besuchern gerechnet hatte. Im Stadion Jekaterinburg zum Beispiel hat man sogar ernsthaft die Tribünen über das Stadion herausgebaut. Also du bezahlst Tickets fürs Stadion und sitzt dann faktisch außerhalb des Stadions. Attraktiver wird die ganze Sache nicht dadurch, dass in Russland die höchsten Ticketpreise bei einer WM aller Zeiten verlangt werden. Für das billigste Spiel des gesamten Turnieres sind schon über $100 fällig und bei Tickets fürs Endspiel ist man mit mindestens $455 dabei. Und wohlgemerkt, das sind jetzt keine VIP-Tickets oder irgendwas, das sind schon die billigsten Plätze. Aber trotz luxuriöser Preise hat man nicht immer überall luxuriöse Ausstattung. Für Bundestrainer Jogi Löw hat das deutsche Trainingsquartier in Russland den Charme einer guten, schönen Sportschule. Aber wir nehmen es an, wie es ist, wir dürfen nicht vergleichen. Und es geht nicht darum, dass die feinen Herren Weltmeister jetzt irgendwie ausschließlich in komplett vergoldeten Edelsuiten residieren wollen, sondern dass teilweise auch einfach der Rasen zum Trainieren so schlecht war, dass Löw sich bereits über eine erhöhte Verletzungsgefahr beschwerte. Julian Draxler war im Rasen hängen geblieben und musste behandelt werden. Trotz diverser Problemchen, die WM ist und bleibt ein rauschendes Fest, aber bitte nicht zu rauschend, Sportsfreunde. Die Vorsitzende des Familienausschusses im russischen Parlament forderte, russische Frauen sollen keinen Sex mit Ausländern während der WM haben. Die Begründung, die halb ausländischen Kinder, die quasi zwangsläufig daraus entstehen, die würden in der russischen Gesellschaft diskriminiert. Und diese Warnung ist aus mindestens 3 Perspektiven bemerkenswert. Zum einen blitzt da so diese typische urkonservative Einstellung heraus, dass Sex mit Verhütung und ohne Kondom eine Sünde ist, die sofort mit einem Baby bestraft werden muss. Also einfach nur Sex zum Spaß, wo gibt's denn sowas? Zweitens ist es durchaus ein logischer Drahtseilakt zu sagen, ja, bei uns werden ausländische Kinder diskriminiert, lass uns mal nichts gegen Diskriminierung oder Fremdenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft tun, sondern macht einfach keine ausländischen Kinder mehr. Das ist auch so eine Art der Argumentation, die eigentlich komplett dem zuwiderläuft, was ja eigentlich angeblich mit dieser WM gefeiert werden soll. Dieses neue, moderne, weltoffene Russland. Und drittens wüsste ich auch gar nicht, was jetzt den Staat das einvernehmliche Sexleben zwischen erwachsenen Menschen angeht.
Und wo wir schon mal bei Stimmungskillern in Russland sind: Am Tag der WM-Eröffnungsfeier wurden die härtesten sozialen Einschnitte seit der Jelzin-Zeit verkündet. Männer müssen in Zukunft bis zur Rente 5 Jahre länger arbeiten als bisher, Frauen sogar 8 Jahre länger. Gleichzeitig wird die Mehrwertsteuer erhöht von 18 auf 20%. Was die Spiele an sich angeht, finde ich ehrlich gesagt, dass die WM dieses Jahr so spannend und überraschend ist wie lange nicht mehr. Also sportlich geiles Turnier, kann man nichts gegen sagen. Aber sobald alle Spiele gespielt wurden, sobald der Pokal vergeben ist und wenn alle wieder zu Hause sind, wird dann irgendjemand sagen: ach, die Gleichschaltung der russischen Medien, die Besetzung der Krim, die Kämpfe in der Ostukraine fand ich früher als total furchtbar, aber jetzt so nach der WM voll geil. Kann ich mir irgendwie nur schwer vorstellen. Aber nehmen wir mal an, es wäre so, ja? Dass Menschen tatsächlich ihre politischen Überzeugungen danach ausrichten, in welchem Land gerade Millionäre miteinander Ball spielen. Dann wäre, glaube ich, das Image Russlands so ziemlich unser kleinstes Problem.